Nikhila Sruti Mauli Ratnamala Duti Nirajita Pada Pankajanta Oyi Mukta Kuleira Passamanam Harinam Sangsraya. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, das sagt uns, dass es ist komplett unmöglich, Kontrolle über den Geist zu kriegen, wenn du nicht Harinam chantest. Ohne den heiligen Namen kannst du keine Kontrolle über den Geist kriegen, über den verrückten Geist. Also der ist komplett außer Kontrolle, wenn du nicht Harinam chantest. Gyanis und Yogis, die versuchen auch Kontrolle über die Sinne und über den Geist zu kriegen. Aber schlussendlich haben sie auch keinen Erfolg. Der Prozess ist auch so gemacht, dass du früher oder später in Schwierigkeiten kommst. So Gyan Yoga, das kann ich sogar, sagt Schüler Prabhupada, doppelt in Schwierigkeiten bringen. Vergehen gegen Namacharya, das ist ein ganz schweres Vergehen. So Gaudiya Goshtipati sagt zu dem Fall, dass das größte Vergehen ist, was man begehen kann, wenn man für jemanden, der was den heiligen Namen verbreitet oder Namacharya, Nambhajanacharya, das ist ganz ein schweres Vergehen. Harinam Prabhu kann dir vergeben. Wenn du gegen Harinam ein Vergehen begehst, wenn du mehr und mehr chantest, irgendwie wirst du dann weiter vergeben. Aber wenn du wirklich ein Vergehen gegen ein Apparat, gegen einen Nambhajanacharya machst, dann in dem Fall ist nicht möglich, da hast du extrem große Schwierigkeiten. Das ist alles blockiert. Srila Bhaktisiddhanta sagt, die was die Flagge des Dharmas aufzeigen, oh, das ist ein Vaishnava. Those who are putting the flag of Dharma, Dharmadhaji Ganer Dharma Acharan Bhaddhajit ki aro adhikataro Bhaddhajai Leya Jai. You learn Bengali? Gauriya Goshtipati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada told that Dharmadhaji Ganer Dharma Acharan Bhaddhajit ki aro adhikataro Bhaddhajai Leya Jai. Saraswati Thakur speaking. Also Srila Saraswati Thakur, der sagte, was nur die Flagge von Dharma aufzeigen, der Acharyan und der Acharyan, das kann dir mehr Schwierigkeiten bringen. Also das bringt die noch tiefer in Schwierigkeiten. Für diejenigen, die was nur irgendwie aufzeigen wollen, dass sie Religion oder Dharma folgen. Das nennt sich Dharmadvaji. They are showing all unusual dharma, which is not at all Bhagavad Dharma, and you all thousands of people going to follow. Also Tausende von Leuten folgen so einem Dharmadvaji, so einem Persönlichkeit, die was aufzeigt, wie sie jetzt einer Religion folgt oder das und das. Es bringt all die was dem nachfolgen, schlussendlich in große Schwierigkeiten. Also die Asaka, die gehen zwar sogar in die Hölle für extrem lange Zeit. Weil die, was so handeln, im Namen von Dharma, von Religion, und alle mitziehen, die bringen die in extrem große Schwierigkeiten.
Also er selber und die, was ihm alle folgen, die gehen alle in die Hölle, sagt er. Also diejenigen, die was nämlich die absolute Wahrheit verstecken, sie wollen aufzeigen, wollen was über Religion sprechen, über Spiritualität, aber sie lassen gewisse das Wichtige weg, nachher ist es noch gefährlicher. Sie sind sogar so weit, dass die dann vielleicht 50% von der absoluten Wahrheit verstecken oder nicht aufzeigen. So eine halbe Wahrheit ist nicht eine Wahrheit. Und das ist sogar mehr ein größeres Vergehen. In Chaitanya Charitamrita findet man das bengalischen Vers. Diejenigen, was Buddhisten und Gyanis, also die sagen offen, oh, wir folgen dem Pfad von Shunyavad, das ist alles Null, das ist alles nichts. Die Mayavadis, sind sogar noch gefährlicher als wie die Buddhisten. They are Mayavadi, they are at all not going to follow Guru, Vaishnava, nothing. They not even going to understand there is the eternal future of Krishna. No. So Mayavadis, die machen sich nichts draus über die Form von Krishna. Die sagen, das ist alles falsch, das ist alles ein Traum. Es ist alles Brahma, alles eins, alles existiert nicht. Das sind Formen, die was nicht wirklich existieren. Das ist als Maya. So Mayavadi, die Philosophie ist ganz gefährlich, weil da hat man keine persönliche Beziehung mehr mit dem höchsten Herrn. Sogar mehr als für die Buddhisten. Heutzutage ist das Bhajan-Feld komplett kompliziert worden. So normale Leute, sie sind hilflos, die verstehen gar nicht mehr, wen sie folgen, wie sie folgen sollen, was sie machen, was ist der Prozess und was die absolute Wahrheit, was ist nicht die absolute Wahrheit. So gibt es große, große Verwirrung jetzt am Feld von der Spiritualität, sondern nur, wenn du 100% wirklich ernsthaft bist, dann wird dir nicht einander Prabhu helfen, um wirklich zu finden, die richtigen Leute und die richtige Umgebung, wo du spirituelles Leben ausführen kannst. Ansonsten ist es ein Ozean von Schwierigkeiten. So Nityananda Prabhu, der hat die Aufgabe, dir einen wirklichen Sadhu zu schicken. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, wenn du jetzt in Verbindung bist mit so einem großen Bhakta, so einem großen Geweihten, also da stellt sich jetzt die Frage, ob du ihn jetzt verstehst oder nicht, du kannst ihn missverstehen. So, also Sadhu, ob du jetzt verstehst, verstehst oder nicht verstehst, du sagst, das, wie zum Beispiel wirkliche Sadhus, zu denen sagst, die sind wertlos, weil vielleicht nicht viele Leute jetzt dort hingehen, so wie zum Beispiel Gorkishore, das Harinam chantet und so weiter. Aber bei denen, wo du denkst, die haben viele Anhänger, das und das sprechen, aber nur falsche Philosophie oder für falsches Ego, denen sagst du, okay, das sind Sadhus, weil viele Leute ihnen folgen, das ist aber komplett falsch. I'm going to explain about how bonded soul can get free and get engaged in Seva. So, was ihm wichtig ist, wie die Seele frei wird und wie man sie einteilt in Seva zu Krishna. Selbst erleuchten. Ein Sadhu ist immer selbst erleuchtend. So bei der Barmherzigkeit vom Sadhu kannst du einen Sadhu verstehen, nicht anders. Nur bei seiner Barmherzigkeit, wenn er sich dir offenbart. Oder vielleicht ein anderer Sadhu, der erklärt da was über den Sadhu, wenn er auch wirklich ein Sadhu ist.
Sadhu Tattva, Harinam Tattva, die sind alle selbst erleuchtend, die kommen von allein. Den Vers, mit dem er angefangen hat, ist vom Namakashtam bei Srila Rupa Goswami. Nikhila Shruti Mauli Ratnamala Tutini Pada Pankajant Ai Mukto Liru Pasyamanam Harinam Samshat. Nikhila Shruti Mauli Ratnamala Tutini Pada Pankajant. If you know some simple Sanskrit, you can understand. Nikhila Shruti, means all Shruti, all Vedanta. Also Nikhila Shruti, all die vedischen Schriften, Vedas, Vedanta, ist alles inkludiert. Shruti, Mauli, Ratnamala. Nikhila Shruti Ratnamala Dutini. Nikhila Shruti Mauli. Mauli means, what do you mean Mauli? Foolish. Crown. Harinam Prabhu wearing one nice crown on head. Also Ratna Mauli bedeutet der Krone, der Harinam, der heilige Name. Der tragt eine Krone. Bhagavan das Babaji Maharaj in Kalna. Viele sind, kann man nur, sie wollen den Harinam dekorieren. Und so ist Harinam, der heilige Name in Kalna, dekoriert worden. Manchmal ist einer gekommen, oder das ist gestohlen worden. Und oh, Maharaj, haben sie gesagt, die Ornamente, die sind gestohlen worden. Und Bhagavan Acharya hat dann gesagt, oh, vielleicht Harinam will die Krone nicht tragen, vielleicht deswegen ist es gestohlen worden. Nach einer gewissen Zeit ist der Dieb wieder in Probleme gewesen. Vaishnava Vishwas Hok Priti Kshane Kshane. So jede Sekunde sollst du denken oder beten, dass du bitte mehr Vertrauen und mehr Glauben in die Vaishnavas und Gurudev kriegst. Tag für Tag, jede Sekunde für Sekunde. So, einen vollkommenen Glauben zu entwickeln. Balaji Maharaj Echadauji, you hear the name of Echadauji? You don't hear. Obegaon. There Balaji doing Rasa Lila. So in Obegaon, da ist Balaram, da ist das Lila mit dem Raslila, aber viele Schreiber, oder die Worte sagen, Balaram kann Rasa Lila haben. Gauranga Mahaprabhu Kripa Spurto. Follow, Bengali. Gauranga Kripa Spurto. Volumes of books they are writing. All big Vaishnavas they are reading their books. If you are not enjoying actual Kripa Guru Vaishnava, you cannot understand where is ghost. Where is ghost? You cannot ghost, you know. Bhoot kotay jhuke rahe. Where the ghost is, you cannot detect. Also where the ghost is, you cannot understand. Also in Bengali, those who are grandmother, they actually used to do some. Also das Wichtige ist, den Geist zu erkennen, den falschen Guru. The mustard, you know mustard seed? Mustard. When you like to drive away a ghost, also wenn du die alten Leute früher, wo sie Geister vertrieben haben, die haben das mit Senfsamenkörner, haben sie den Geist vertrieben. Nachher sind die Geister gegangen. Vaishnava nicht, Vaishnava die chanten Harinam, und dann geht der Geist da. Aber die materiellen Leute, um Geister zu vertreiben, verwenden sie Senfsamenkörner. How you can drive away ghost if the ghost is already there in the seed, master seed?
So, die haben gesagt, oh, wie kannst du den Geist vertreiben? Wie kannst du den Geist vertreiben, wenn der Geist schon in dem Samen ist vom Senfkorn? So, das ist ein großes Problem. Im Samen selber ist der Geist. Bhagavan Das Babaji Maharaj doing bhajan, and someday again those thieves coming back with the ornament and secretly put all ornaments and gone. So, die Diebe sind dann wieder gekommen zum Bhagavanacharya und die haben all die Ornamente wieder zurückgegangen, gegeben zu der Deity von Harinam, weil sie eben Probleme gekriegt haben. Die Frau stirbt, die Kinder, und das große Probleme sind entstanden. Da in for so long period, Hansavan floating in river Alakananda. Zum Beispiel, wenn man Barigram geht, dann findet man den Hamsavahan, und Hamsavan ist für lange Zeit in Alakananda geflossen. Nur einmal in der Woche zeigt Hamsavan auf, dass er da ist. Einmal in der Woche. Einmal im Jahr. Only once in a year, Hamsavahan giving indication that I am here. Whole year, one time only. Nur einmal gibt er sich preis. Zum Shivaratri Hamsavan sind gewisse Blasen hochgekommen und die Leute haben dann verstanden, da ist der Hamsavahan. Someday some Muslim brother, because the question of, Und schon ist das ganze Jahr ist Hamsavahan unterm Wasser und geht dort und dahin. Und Muslime, der hat den Hamsavahan mitgenommen und gestohlen. Und nachher sind große Probleme in seinem Leben entstanden. After that they took decision. After that they took decision to keep Hamsavahan in his proper place. That's why Hamsavahan now at Und nachher in a dead room and haben sie sich aber entschlossen, den Hamsavahan in einen Tempel zu geben. Und da haben sie so einen Ort gemacht, wo der Hamsavahan verehrt wird. In Obegaon, genauso. Seine Diebe kamen und die haben Ornamente von Dauchi gestohlen, von Palawan. Aber danach, was ist passiert? Es ist ihnen ganz schlecht gegangen im Leben. Sie haben Krankheiten gekriegt, Verwandte sind gestorben und nachher haben sie alle Ornamente zurückgegeben und sind verschwunden wieder. Dann haben sie einen großen Brief geschrieben, einen langen Brief. Oh, Balaram, bitte, vergib uns, wir haben einen großen Fehler gemacht. Vergib uns, wir sind... Actually, Daoji Maharaj himself, many times in this, I've been there. When I went to Rasikos Parikrama, when I get there, night time and stay there very nicely. Daoji Maharaj's place. Follow. Even what to speak about Supreme Lord, even Devi in Dakshineshwar here, Kali. So, Diebe, die haben oftmals miterlebt, dass wenn die Sachen stehlen von den Deities und von Siddhi, dass sie dann Riesenprobleme in ihrem Leben haben. Und dann haben sie alle Ornamente und alles zurückgegeben. Die Beispiele hat er gegeben, dass man eben mehr Vertrauen kriegt in Guru Vaishnava, Bhagavan und Deity. Now actually, Harinam Prabhu is equal to Harinam Prabhu ist gleichzusetzen mit Radha Govinda. Harinam Prabhu is equal to Radha Govinda, divine consort.
conjugal love showing. Someday, if you are lucky, if you can utter actual Harinam, Also derjenige, der was wirklich glücklich ist, der was wirklich die heiligen Namen chantet. Wenn der heilige Name wirklich kommt, wenn wirklich der Geschmack kommt vom heiligen Namen, dann kannst du alles weggeben. Und der heilige Name kann dir dann alles geben. Ohne den heiligen Namen kann die Seele nicht frei werden. Kavalpaspurti prai ugra tapature jai, linga banga hoy anayashe. Jai Jai Harinam Chitanandam Paratattva Aksharai. Jai Harinama Chitanandarama Paratattva Aksharai. All Munivinda Ninantaro Jinamiro Samadaro Korigai Variyabadam. Alle Rishis und Munis, Narada Muni, der singt über den heiligen Namen. Shankar Bhagavan hat seine Kleidungsstücke verloren, weil er am Tanzen ist und Harinam chantet. Narad Muni genauso, Shankar Bhagavan, alle tanzen sie, wenn sie den heiligen Namen sagen. Chatumukh Brahma und alle. Weil sie ein ekstatisches Gefühl von dem Harinam Prabhu kriegen. So, Nikhilo Shruti Mauli Ratnamala Duti Nirayito Pada Pankhayanto is mean. But actually, Harinam Prabhu has a crown. Harinam Prabhu crown. Follow. And Arati going on. Duti Ratnamala. And the from crown, as if different light coming. When you are doing arati in front of deity, light. Sometimes light, changing. This way actually. So der heilige Name, der reflektiert, der wird verehrt von den ganzen vedischen Schriften, die machen Arati zu dem heiligen Namen, zu seinen Lotusfüßen. Und die Krone, die reflektiert sich überall. Also ganz eine große Ausstrahlung kommt von der Krone, von dem Licht von Harinam. Weil Harinam tragt die Krone und die Shrutis, die Vedas machen die Arati. Harinam Prabhu hat die Krone und die haben auch eine Krone, die Vedas, Upanishads. Die machen dann Arati mit den Juwelen, was dort auf ihrer Krone sind. Was bedeutet jetzt das? So das ultimative Ziel von den vedischen Schriften ist, Krishna aufzuzeigen. Vedasya sarvaiva Veda. If you are going through all Veda, Vedanta, where is Krishna? I don't find India. Also wenn du durch die ganzen vedischen Schriften, durch das Studieren von den vedischen Schriften nicht Krishna erkennst, follow what I say. All Vedanta going to show the lotus feet of Krishna. Nachher ist es nutzlos, die vedischen Schriften zu studieren, weil das ist das Hauptziel, Krishna zu erkennen, aus den alle Schriften, aus den ganzen Schriften. All Vedanta, all Shastra is ultimately not going to guide you properly to show you the lotus feet of Krishna, Harinam Prabhu, then your reading is useless. So all die Schriften, die zeigen schlussendlich nur auf,
far better, because at least you are not going to be cheated. If you don't know how to sign, because you have no knowledge about alphabet, okay, still you can get Krishna, I promise you. Also, auch wenn du nicht einmal weißt, wie das Alphabet geht. Wenn du eine Statistik machst, wie viele Leute kriegen Krishna, die was ein Pandit sein oder die nicht, man findet dann vor die Nummer mit Humble attitude is impossible for you. Everybody is not Rup Sanatan, Bhatto Raghunath, everybody is not Jiva Goswami Pad. In the whole universe, topmost Pandit, Rupa Goswami Pad. So jeder ist nicht Rupa Goswami, jeder ist nicht Sanat, Rupa und so weiter, Raghunath Das Goswami. Sta Vicharana Ikanipono, Dharma Samstapako, Vakanam Mitikari Nauti Bhavani, Manyao Sharanya Karo. Then they can search all Shastra and get cream for us. So. I know myself in my life. Die können uns die ganze Creme geben, die Essenz. That's why one word is there in fourth canto. Im 4. Kanto findet man vor. If you try to teach Shastra to a Shudra, wenn du Shastras zu Shudras lehrst, das kann gefährlich sein, weil die können sich dann gegen die wenden. Big danger. But if that Shudra somehow by the mercy of Guru Vaishnava going to go up and up, now he is not Shudra. Wenn der Shudra durch sein Bhajan dann mehr und mehr aufsteigt, dann ist er kein Shudra mehr, dann wäre das auch Offense, wenn es so sagen würde. Und dann ist es auch kein Problem mehr. Aber wenn er Shudra ist, Prabhupada hat deswegen gesagt, wenn er Satguru Einweihung gibt, when a Sadguru going to initiate a Shudra, be sure Gurudev going to cut the bondage. So Gurudev ist derjenige, was die Verstrickung dann trennt. Gurudev, der will nimmer, dass die Person in einer Shudra-Natur lebt, sondern dann kann Diksha, die Einweihung, nicht komplett sein. Heutzutage sind so viele, was das Bhagavatam lesen. Und nachher wollen sie das weitergeben, aber damit Geld verdienen. So heutzutage ist es ganz leicht mit Vorträgen vom Bhagavatam, dass du da Geld machen kannst. Und viele machen das so. Aber das ist nicht der Weg. Heutzutage ist es ganz leicht, so Leute abzuzocken. Und die Leute wollen abgezockt werden, weil sie Idioten sind und abgezockt werden wollen. So, this is a condition. Nikhila Shruti Mauliratnamala means, so I should explain that one. Be careful, actually it is not possible for a Sadguru to initiate a sutra who is going to preserve his own right. So, eine Person oder Schüler, der was immer nur Shudra sein will, was kann dann der Guru helfen? From Bhagavatam, your Shastra it is written there. At least we are more better than that. Really, they want to prove. They say how it was possible. So viele sagen, wie war es zum Beispiel möglich für Dronacharya, sein Schüler, wie hat er das zulassen, dass er seinen Daumen abgeschnitten hat? If they understand the inner meaning of Shastra, what use I come here?
Also was ist aber die innere Bedeutung? Das versteht keiner. Viele schlagen die Bücher auf und lesen sie. Also die sagen, oh, wie hat Dronacharya, wie hat er das machen können? Also zum Beispiel, dass ein Schüler sich einen Daumen abschneidet. Aber das ist ja Dummheit, das sind dumme Leute, die was das Siddhanta nicht verstehen. Die was Shudras sein, das war zu der Zeit das System. Also in Satyayug, da hat es keine Kasten und Unterscheidungen gegeben. Nur im Treta-Yoga ist es wichtig geworden und unumgänglich gewesen, dass dann das Varnashram Dharma eingeführt wird. Ohne dem wird schon das ganze soziale System zusammenbrechen. Economically developed, they have some logic, they have some idea. That's why they have been economically developed. Economically, scientifically developed, but all came from India. Economics also, scientific research also all came from India. All spiritual thing, everything came from India. So alles ist schlussendlich. Der Ausgang von allem Wissen ist gewesen von Indien, ganz egal. Mathematik, Physik, Medizin, Strategien am Kampffeld, spirituelle Lehren, es ist alles von Indien gekommen. Und andere Länder haben das halt taktvoll irgendwie verbreitet. Bhaktivinoda Thakur sagt, die Ausländer. Sag einmal, er sagt, dass Bhaktivinoda Thakur sagt, dass die Leute, wenn du in der Gesellschaft wirklich ausgezeichnete Person bist, also du hast und nachher gibt das ganze Land demjenigen Ehre, also das ist richtig. Die kriegen einen gewissen Titel, so gewisse Titel. Das Government gibt dann, verteilt dann gewisse Titel, wenn einer so eine herausragende Person ist. From Bollywood, if the teachers and everybody watching is very innovation power, he can become a very nice scientist. They can give opportunity. He is a nice player. They can give opportunity. There is no politics. Here, everywhere politics. In political field, dirtiness. In educational field, politics. Where not? In game, you know, sports, there is also politics. Also heutzutage ist überall ist politische Macht dahinter, hinter gewisse Sportspiele, Fußballspiele, alles Mögliche. Also das ist alles überall eine große Macht dahinter, große Gesellschaften, hinter Sport, Kultur, am Geschäftsmarkt, am Wissensmarkt, im Sport, im Research, also überall ist große Politik vorhanden. Und das leider auch im spirituellen Pfad. Those are scheduled type, scheduled caste. I am very agree. I am very happy. They are going to give first preference to scheduled caste and scheduled type. Okay, that doesn't mean you can make compromise with quality. Follow what I mean to say. Those who are crazy political leaders, for them so die verrückten politischen Leader. For that I cannot make any compromise of their quality. Maybe du kannst keinen Kompromiss machen in der Qualität schlussendlich. Follow what I mean to say. I find same quality, almost same quality, with this Brahmin boy and with this scheduled caste boy. Then I can give first preference to him. That I can do. Not that he is not knowing English, not knowing mathematics, all rubbish, no educational qualification,
Also heutzutage kannst du eben die ganzen Posten kaufen, im Sport oder im Business oder in der Politik, obwohl die haben eigentlich gar keine Bildung, die können vielleicht sogar nicht schreiben und sie können sogar die Sprache nicht und das nicht, aber sitzen auf politische Posten, ganz hohe politische Posten, aber wissen immer noch nicht, wie man einen Brief schreibt. Und für das muss er sogar Geld zahlen, dass er andere ihm die Briefe schreibt. Und der Officer sagt dann, oh bitte, sagt es ja niemandem, dass ich nicht schreiben und lesen kann. Aber das ist das heutige Wirklichkeit. Das ist heute eine der Spiritualität, dass solche Leute spirituelle Gurus sein, die was schlussendlich nicht wirklich ein Hintergrundwissen haben, ein gutes, dass sie so auf so einer Position überhaupt sitzen können. Gaura-Kishore Babaji Maharaj, der sagt, die was nicht einmal einen Penny verlieren können. Also wenn sie ein bisschen kleines Geld verloren haben, die wollen was über Raganuga Bhajan reden. Und nachher fangst du von Gaura-Kishore Babaji Maharaj an zu lachen. So. Im heiligen Ort ist es ganz strikt verboten, ein Geschäft zu machen. In Dham, materielle Leute, die machen Geschäfte. Aber zum Beispiel Geschäfte machen im heiligen Dham, das ist für Vaishnavas auch ganz strikt verboten. So actually, Nikhila Suti Rumoli Ratnamala Duti Nidai Padam Nimi, all Vedanta, they have their crown on their head, and when they are coming in front of Nam Prabhu to pay prostrated Dandavad, it seems. Also die Vedas und die Munis, die kommen und die verbeugen sich mit ihren Kronen vor dem heiligen Namen und nachher strahlt es ein ganz sanftes Licht aus. Und nachher schaut es so aus, als würde er Arati machen. Without taking center of Harinam Prabhu, never you can come out successful, not possible. Now one point is there. Nikhila Soti Moli Ratnamala Duti Nirajita Bhadavangayando Oi Muktukulai Rupasamanam. Here another point, Muktukulai Rupasamanam. Muktukulai Rupasamanam means Muktukulai Rupasamanam means those who are Muktukul, they can only worship. Everybody cannot worship Harinam Prabhu. You can Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Bhakti Bhaiva Puri Madhya. Bhakti Bhaiva Puri Gashima. Used to speak heavy. 64 rounds. 64 rounds you are doing. Hare Krishna, Hare Krishna. You are thinking how to sell this flag, this, that, how to earn money, land, run. How to sell, that doing business. Dham is not a place to do business. If you can leave your bank amount, if you leave your clothes and all belongings, then I can at least try to believe that you can start Rupan Bhajan. Come. Also wenn du wirklich alles aufgeben kannst, deine ganze Kleidung, dein ganzes Vermögen und dann zu Sadhguru gehst und dann wirklich Bhajan anfängst. Oder ob du noch immer was zurück für die haltest, oh, das wird mir helfen später. Harinama samsrayami, try to understand this point. Not asrayami, samsrayami. Samshrayami. Very important point. Harinam samsrayami, you will have to sammak rupe, 100% you have to totally with, you are now helpless, like Sridhar Goswami Maharaj speaking. Oh, go. Also Shayami, das bedeutet, dass du dich wirklich hilflos fühlst. Du verlässt dich auf nichts mehr, dass du da immer noch gewisse Hintertüren hast.
wo eben selber noch verlassen auf dein Bankkonto hast, auf der Anwesen oder das und das. Aber wenn du wirklich zu Harinam, musst du dich komplett frei machen von alles und alles ihm überlassen und nicht auf irgendwas, auf irgendwen anderen. So, das ist ein direktes Gefühl, was man braucht, um Raganuga Bhajan anzufangen. Bhakti Rakshak Shrila Goswami Maharaj war das Beispiel. Er hat so Go Nitai gerufen. So-called devotee crying, "Oh Prabhu, you saved me." Then he find one floating rock. That was Kurmadev. Follow? And Hitler, his right hand, he never believed, his wife believed. When fighting going on England, with England, German. Also wo England und Deutschland kämpft hat, und sie, da war ein Flugzeug, das was abgestürzt ist. Und dann und er betet, wenn der überhaupt der höchste Herr ist, nachher bitte schütz mich heute. Bhaktivinoda Tirtha Goswami Maharaj hat das Beispiel immer gegeben. Then the plane crashed almost, and one with the crew already there, and that right hand of Hitler. It's not dead. They are unconscious. Also dann ist das Flugzeug wirklich abgestürzt und nachher ist nur was in seiner linken Hand passiert, dem Hitler. Also sie waren geschockt und nachher waren sie bewusstlos und haben sie nachgefragt, oh, wo seien sie, wo seien sie? Das war die erste Frage. Weil Hitler war in dem Flugzeug, das was abgestürzt ist. Und er hat sich gedacht, dass es jetzt in England abgestürzt ist. Und das erste, wo er dann aufgewacht ist, aus dem Koma, dann gefragt, wo er ist, aber der Wind hat dann das Flugzeug über die Grenze von England gebracht. Und somit war er in Sicherheit. So hat er seinen Glauben gehabt im höchsten Herrn. Er hat gesagt, wenn du da bist, wenn der Höchste, dann schütze mich bitte heute. Machen das war dann der Ausgang. If not going to take shelter of Harinam, all your Shastra, all your bank money, everything all useless. Das Allerwichtigste ist einfach Zuflucht zu suchen beim heiligen Namen. Ansonsten die ganzen Schriften, der ganze Bankkonto, alles ist nutzlos. First of all, Mukta Kuli Upasamana, only those who are Mukta Kul, they can worship Harinam. So diejenigen, was Mukta Kula sind, die was frei sein von der materiellen Verstrickung, die können wirklich Harinam verehren. Because Mukta in general word, in general, if I want to use this Mukta, free, then it can also mean that you are out of Maya. Das bedeutet nicht nur raus aus der Maya sein, raus aus der Maya zu sein, sondern es gibt noch eine tiefere Bedeutung. Out of the influence of material, three modes of material nature. This can mean first meaning. This meaning is not sufficient meaning. Because why they are not going to worship Harinam Prabhu? They are worshiping. Some yogi gani, they are also sometimes. They are, apparently they seem they are out of the influence of material mode of nature. But Brahma speaking, Arujya Krichena Param Param Tataha Patati Adho Anadrita Yusmat Angrayo. They wanted to ignore the seva, ignore the value of your lotus feet.
Yogis, Gyanis, Karmis, die was nicht wirklich Zuflucht suchen beim höchsten Herrn, dann können sie sogar schon auf so eine Stufe gehen, aber schlussendlich sagt Brahma, dass sie wieder runterfallen. Wenn du wirklich Zuflucht suchst beim Pfad von Bhakti, dann ist er runterfallen immer möglich. Der Prabhupada, der sagt, oh, sag mal, okay, du bist aus der Influence, aus dem Einfluss von Maya. Aber was ist dann dein weiterer Werdegang? Wenn du jetzt heraus aus Maya bist, was ist dann dein Ziel? Was hast du für eine Idee? Es gibt so viele Ziele, was du nachfolgen kannst. Was ist das Target? Als allererstes sei über den Punkt sicher, was du dann machen willst. Okay, after that what is it? Because maybe you can become a Mayavadi. Mayavadi also sometimes become Mukta, but Mukta, this is not. After Mukti, if you are going to take shelter of the Harinam Prabhu, are going to do Seva. Nur wenn du dann wirklich Seva machst zu Harinam Prabhu, nachher kannst du verstehen. Mukta, then you are actually Mukta. Und das ist wirklich dann, was Mukti bedeutet. Mukti bedeutet nicht nur frei zu sein von der materiellen Energie, sondern es bedeutet, dass du dann schlussendlich im Seva engagiert bist, zum heiligen Namen oder zum höchsten Herrn. We are less interested in other kind of, target. Mukti Rita Annatha Rupam, different kind of, you can get facility. But Mukti Rita Annatha Rupam, Swarupena Bhavasthiti, Jive Swarupa Krishna Nitya Das, if you can discover, then you can start bhakti. If you can discover that you are the servant of Krishna, so, wenn du wirklich anfängst, verstehst, dass du der Diener von Krishna bist, der wirkliche Swarup, der ewige Seele, was voll ist mit dem Dienst, mit der Stimmung von Dienst zu Krishna, das ist dann der Anfang von wirklicher Mukti, weil du verstehst, was für einen ewigen Dienst du hast in der spirituellen Welt. Mukta Kul. Swarupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, die alle sind Muktas, Paramahamsas, weil die komplett Zuflucht gesucht haben beim Heiligen Namen. Nur die können den Heiligen Namen zufriedenstellen durch ihr Arti von Harikata, Harikirtan, Harinam. Das ist warum Chaitanya Mahaprabhu sagt, Param Vichar Krishna Sankirtan. So, das ist Shikshastakam, das sind die 8 Verse, was Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat. Dort ist alles im Detail. So ein Vers, wenn du hernimmst vom Shikshastakam, das ist wenn du das erweiterst, dann kannst du daraus unzählige Bücher machen und schreiben. Und das haben die Goswamis gemacht. Also im Heiligen Namen ist alles vorhanden. Chaitanya Mahaprabhu sagt den Slogan Chaitanya Param Vijaya Desi Krishna Sankirtanam. Param Vijaya Desi Krishna das ist der Slogan von der Gaudiya Math. Gaudiya Math hat den Slogan. Nicht Money, 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 sweeter than honey, das ist nicht unser Slogan. Param Vijaya Desi Krishna Sankirtanam, Hare Krishna. Das ist unser Slogan. So, Mukti Rikto Annatha Rupam Sarupena Vyavasthiti. When Mahaprabhu giving lesson to Sarvabhauma, so zu der Zeit, wo Mahaprabhu Sarvabhauma gelehrt hat,
am Anfang hat Swarup Bhattacharya gemeint, er kann Chaitanya Mahaprabhu lernen, aber dann hat sich das Ganze gedreht. Und hat Chaitanya Mahaprabhu jetzt Swarup die Schriften erklärt. Und nachher kommt er zu Mukti und Bhakti, das Wort Mukti kann er dann nicht mehr aussprechen, das Swarup Bhattacharya verwandelt ist in Bhakti. Jiveto mukti pade sadaiva is written. Why you are speaking Jiveto bhakti pade sadaiva? Why you are speaking this way? Hey, it's not there. It's not there. Why you are speaking? No, actually, Prabhu, I cannot, utter this word. Mukti is very dangerous. So Sarvabhauma sagt dann, er kann das Wort Mukti nicht mehr aussprechen. Er war wie ein Chakal zu der Zeit. Oh, Brahm, Jnana, Mukti, Mukti. Und er hat nur die Sachen diskutiert. Und, sag selber, was er da für falsche Philosophie nachgegangen ist. Aber jetzt kann er das Wort Mukti nicht mehr hören. Und jetzt hat er das Wort verwandelt in Bhakti. Du kannst das Wort auch rauskriegen aus der Sanskrit-Wurzel von Mukti. So in Samas, du kannst es ändern. Du musst nicht das ganze Wort ändern. Aber Sarvabhauma sagt, nein, das kann ich nicht machen. Ich ändere das ganze Wort. Mahaprabhu hat ihm das erklärt auf der Basis von der Sanskrit-Grammatik. Aber Sarvabhauma hat gesagt, nein, das nimmt er nicht an. Er will das ganze Wort nicht mehr hören. So this way speaking. So Swarup Bhattacharya now speaking. What Swarup Bhattacharya was speaking? Jivesada Bhakti Pade Sadaibhak. So this way, very sweet meaning. So mukti means our as per Gaudiya Vaishnava darshan. So Mukti nach Gaudiya Darshan bedeutet es, die, was wirklich schon Geschmack am Heiligen Namen haben. Das sind Mukta. Someday if you are going to do Harinam, I know so many devotees, not only my Guru Maharaj, Krishnadas Maharaj, Krishnadas Babaji Maharaj, Gurudev, Srila Goswami Maharaj, Kevasov Goswami Maharaj. All das sind Mahajanaya Banta. Why you are going to discover, why you are taking trouble to discover a new track? Mahayanas Gata Sabanta. So, der Weg ist schon vorgegeben. So, warum soll man da einen neuen Weg aufzeigen? So, Guru Varga in die letzten Momente, die nehmen alle Zuflucht beim Heiligen Namen. So, wie kann man jetzt die Seelen frei? Und das ist wieder der Punkt. Pramanda Pamide Konya Bhagavan Shiv Guru Prasadivaya Bhakti Lata Beach. Nur durch das, dass sie eben so viele Universen durchreisen, die Seelen, und dann auf an Sadguru und Vaishnava stoßen, nachher können sie befreit werden. Sadguru means he is doing Harinam already, getting the power of Harinam. Otherwise, what he can give? If that mantra is not successful in your life, so das Harinam-Mantra, das muss erfolgreich sein. I'm not going to make any problem. Straightforward. If the mantra you are getting from Guru Padma so wenn das Mantra nicht wirklich in unserem Leben Erfolg hat, nachher, wenn du das Mantra andere gibst, nachher ist es wie ein totes Mantra. Also 3 Sachen sind verboten. Du sollst nicht Diksha zu einer falschen Person geben. Du sollst keinen Samen auf einen trockenen Ort pflanzen.
Und versuch niemals deine Tochter zum falschen Mann geben, was er halb Mann und halb Frau ist. Half man, half woman. Is half man and half woman. Half man and half woman. If you are going to give your daughter to that, what will happen? They cannot give birth to any children. So, die haben keine Möglichkeit, dass irgendwelche Kinder geboren werden können. So, die Sachen sind, die 3 Dinge sind ganz strikt verboten. Babaji Maharaj ist einmal auf die Seite von Navadvip gekommen und hat dann zu Bimala Prasad gesagt, oh Amar Prabhu, versuch nicht das Chaitanya Charitamrita der Person zu lernen, das ist ein Geschäftsmann. In dem Namen vom Hari Kirtan und Hari Katha macht er Geschäft, er will mit dem Vorsagen oder Vorlesen vom Chaitanya Charitamrita Geld verdienen. So, lernen ihm das nicht, sag schon, das Babaji Maharaj, du Bimala Prasad. Speaking heavily in front of Bimala Prasad. Amar Prabhu, don't try to give lesson. I have done mistake. I am begging for pardon from Supreme Lord. I give teachings to some people. They are doing a business. I never would expect that they can start business and kick me. Kick me, okay. That is one kind of benefit. But they are doing business. Nobody there. They can come and speak. Vishwa Vaishnava Rasva, they like to start Vishwa Vaishnava Rasva. Is applicable in their own life. They are not speaking, they are giving, inspiration. Okay, you go against Maharaj, so that Maharaj can feel disturbance, cannot speak Harikatha. They are speaking. Oh, they are giving some extra facility to him. There is a condition at present. How we can expect that you can do bhajan? Typical situation. So, if I stop Harikatha, I need not speak anything, I can do Harinam in my room. When you allow me to speak Harikatha, I must speak about the absolute truth. Nobody can stop me speaking. Also Babaji Maharaj sagt, wenn ihm jemand erlaubt, Harikatha zu sprechen, nachher spricht er immer über die absolute Wahrheit. Und Gaurika schon, das Babaji Maharaj hat erklärt, dass eben if you can deliver it, then you can give Diksha. First of all, you check up. Hari Bhakti Vilas is now useless for us. Du selber musst auf der Stufe sein, dass du wen befreien kannst. Am schönsten, was ist der Diksha, was sind deine Mantras? So we like to go for amendment. In material world, government, they're in their, assembly, they're going to amendment. They are passing one rules. It should be amendment. But no amendment rule is applicable in bhajan. Be careful. No amendment rule is applicable. You cannot go for amendment with any scriptural analysis or any, advice given by any Guru Vaishnava. You cannot make addition or alteration. Addition and alteration not possible in bhajan. Don't try to do it. Don't try to do it. Addition and alteration. What Guru is speaking, you have to speak. Also du hast nur die Aufgabe. If I am speaking heavily against somebody, if you find that who is against Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur, if you find Maharaj speaking heavily against him, then I am not criticized. I am not going to criticize. This is my bhajan. Also Bhakti Maharaj many times used to say, to speak what is truth. If it is good, if it looks like Bhakti Maharaj manchmal gesagt, wenn das ausschaut wie kritisieren, aber wenn du über die absolute Wahrheit sprichst, dann ist das richtig. Kritisieren ist, wenn du irgendwas machst mit deiner neidischen Sichtweise. Aber Bhakti Maharaj, der hat immer so gesprochen. Er hat gesagt, du kannst laut und du kannst kritisieren, wenn du über die absolute Wahrheit sprichst. Sukadev Goswami wird schon stark kritisieren. In Bhagavatam sind viele Beispiele. Sukadev Goswami sagt, das sind Schakale, das sind Hunde, das sind Kamele. Er sagt all solche Worte zu der Gesellschaft. Aber ist das jetzt falsch? So ein Sadhu, der spricht nicht immer schmeichelnde Worte, der spricht genauso. Und er hat das Recht dazu.
under the guidance of pure Guru Vaishnava, you are going to put everybody in trouble. Why? Some mismanagement, Bhaktivinoda Thakur speaking. All mismanagement, all. Heutzutage ist ein großes Missmanagement in der Vaishnava-Welt, wo das ganze System ganz leicht zusammenbricht. This is the condition. In Hari Bhakti Vilas, Im Hari Bhakti Vilas, if you want to prove that you have so much mercy, okay. At least you should follow something what is written by Sanatana Goswami. At least you can follow something. Oh, no. Like Mayavadi, over mic, soundbox, they are giving mantra to hundreds, thousands of people. Gurudev sitting in stage and giving mantra to thousands of people. Yes, I can take you. In Mathura I can show you. Different sampradaya, Jai Guru, Pai Guru. Oh, so... I don't like to speak. I like to die actually. There is a situation at present. How we can rectify? If overcoming, still I have doubt they are going to obey or not. Sogar heutzutage, wenn Prabhupada selber kommen würde, hat er einen Zweifel, ob die wirklich folgen würden oder nicht. So, wenn das Mantra nicht selber erfolgreich ist in deinem Leben, dann hast du kein Recht, das Mantra zu anderen zu geben. So, wenn der Same nicht da ist, wie kannst du dann Geburt zu einem Kind geben? Even material mantra, those doctors of ghost and snack, they are also memorizing mantra, speaking, but they are getting through their channel. He is receiving this mantra from his guru. He is already Siddha, mantra Siddha, not Siddha. This mantra Siddha. Siddha means he is not Bajaj. That mantra, he come out successfully with this mantra. I know one devotee whose name is Phuleshwar. I love him very much. He is blind actually, at present. Phuleshwar is his name. He cannot see. So nice kirtan he can do. Assam, from Assam. Follow. He speak this thing to me. His father was Parisiddha, Pari, you know? Angel, you know? Angel, they have done, they fly. His father himself. Do mantra and successfully come out successful. Pori can come to him, if he can give order to him, go and sell, and some dacoits and everything, stolen all properties, poor man, then the Pori can go, take all property and give back. Take that man to elsewhere, then in the dream, Pori can come and take that man and throw somewhere, enemy or some. But Phuleshwar speaking, my father never misused it. Phuleshwar speaking, my father was so honest. He never misused it. Always for poor people used to use it. Phuleshwar, he is still there. His age is maybe 60 or 65. He is there in Calcutta. Yes. All Parimantra Siddha. Angel mantra. Siddha. This way, Guru Prabhupada write one article, it's called Mantra Shakti. Gurudev hat einen Artikel geschrieben über Mantra Shakti, also die Kraft vom Mantra. Aprakita Mantra, Krishna Mantra, es hat eine enorme Kraft, aber wir können es nicht fühlen. So, dort ist alle Kraft, das ist nur ein materielles Mantra gewesen, da wo sie Schlangen vertreiben, Geister vertreiben, aber was für Macht hat das Harinam Mantra? So sein Gurudev war in der Jugend, hat der Dino geheißen und er hat gesehen, wie eine ganz giftige Schlange, er hat dann gebissen und die haben den Doktor gerufen von der Schlangen. Und dann hat der Doktor 3 Muscheln genommen, kleine Muscheln. Yes.
Und dann hat er in den Muscheln das Mantra gesagt und die Muscheln, die sind dann geflogen. Und der Gurudev war erstaunt. Und die Muscheln, die sind geflogen und haben die Schlange dann ergriffen und haben sie zu dem Ort gebracht, wo der Mann liegt, dem was die Schlange bissen hat. Und nachher kommt die Schlange wieder und die nimmt dann das ganze Gift wieder raus von dem Körper, von der Person. So wenn ein materielles Mantra so viel Kraft hat, was für Kraft hat dann das Hare Krishna Maha Mantra? Es ist eine enorme Kraft, was für uns unvorstellbar ist. Aber doch, wir haben heutzutage noch nicht den Zugang zu dem Mantra wirklich. Because mantramoy, Gurudev became mantramoy. You can see the transcendental picture, Bani Swarup of Gurudev, Guru's full of Harinam. That's why Bhaktivinoda Thakur, out of his own direct will in writing, everywhere Harinam. Nam bina kichu nahi ko aro, chodo bhuvano maje. Bhaktivinoda is singing. You can think crazy. Everywhere I see Harinam. Bhaktivinoda Thakur sagt eben, überall sicke den heiligen Namen. Also wo findet der Geschäfte Russland, Amerika, nichts existiert, nur heiliger Name. So eine Nachforschung von der NASA, die sagt eben, dass von einem Loma, die Entstehung vom Universum muss aus Musikinstrumenten wie Art von Flöte kommen sein. So, das sind NASA-Nachforschungen, was heutzutage in der Wissenschaft gemacht wird. Brahma hat das ganze Universum kreiert mit der Kraft von dem heiligen Namen, von dem Hare Krishna Mantra. Shankaracharya durch das Mantra zerstört die ganze Welten. So was ist nicht möglich durch den Harinam. So, aber versuche jetzt die Kräfte nicht auszunützen, sondern if you are going to mix your Harinam with your business and everything, then in infinity pure coming, you cannot come out successful. Also mix ja niemals materielle Gedanken mit dem heiligen Namen. So den Samen von Bhakti, den kriegst du durch Vaishnava und Guru. Der hat die Möglichkeit, dir wirklich ein echtes Mantra zu geben, nicht ein totes Mantra. You are not going to get prosperity. You say, no, my material sansari, I am fine. Then why are they going to make mantra? Useless. Misuse of mantra. Out of 10 Namapara religion, Ashoddhavane Mantradhan. Where is not sufficient Shraddha? If you are going to give Shraddha Satya Gahe, Shraddha Satya Gahe, Shraddha Satya Gahe, strong belief that if I can do Haribhajan, I can do everything. But you can point out one such person here, those who are crying, please Gurudev, same thing like Sanatan. Sanatan speaking now? Ke ami kene more jane to bhakto hai yahan nahi jani koi che more to who said me Sanatan Goswami, der schreit, oh hilf mir, schütz mich zum höchsten Herrn, so wie zum Dundukari, der Geist. Aham bhata tadiyasmi
Er sagt, oh, er ist Dundukari und er ist jetzt in der Form von einem Geist gekommen. So, bitte schütz mich, bitte schütz mich. Oh, Ozean der Barmherzigkeit, bitte schütz mich now, hilf mir. Jetzt. So eine Art von Gefühl muss in unser Herz auch kommen. At least you say, Guru Vaishnava can help you. Guru Vaishnava can give you 100% power. But one should think, one perfect thing should be there. That is your, that is your sincere desire. There should not be any cheating propensity inside you. Then Gurudev. That's why in Kirtan it is written, Bhaktivinoda, Jogota Vichare, Kishona Pai, Tomaro Korunasa. If I am going to think about the quality, Gurudev, you cannot find any quality in me, but I am helpless. You have to say, okay. Bhaktivinoda is speaking, if you are 100% sincere, inclined, automatically, Yogata Vichare Kichunaiva, okay. All Yogata efficiency can come. Also wenn ein Schüler, der was wirklich hingeben ist, zu dem kann das ganze Siddhanta, die ganze Qualifikation kommen. Das musst du nicht am Markt kaufen dann. Das kommt bei dem Markt von Guru und Vaishnava automatisch. Yogata Qualifikation. Hari Bhajan wirklich zu machen. Also nur eine Sache ist, soll nur so sein, dass wir wirklich ernsthaft sind. Er will nicht vor tausende Leute von sprechen, sondern vor ernsthafte Leute. Brahmanda Bhavidogana Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasad by Bhaktila Guru Krishna Prasad by the mercy of Sadguru Vaishnava. If Sadguru can discover that you are in the ocean of misery, also wenn Sadguru then you come, I can save you. Das siegt, dass er die siegt in den Ozean von der Miserie, nachher kann die Gurudev wirklich retten. Aber wenn du dich nicht in der Situation fühlst, wenn du dich so wohl fühlst in der Welt, dann ist es nicht möglich. This I am going to surrender unto your lotus feet, body, speech and mind. Eyyami dehotamai koruni samarpan, samsar samudra hoite karo. From the ocean of material ocean, you please Gurudev. So bitte schütz mich von dem materiellen Ozean. Chaitanya Maharaj selber sagt die Worte. So was kannst du sprechen von uns. Das ist das Gebet, was wir haben sollen. Und wir geben uns komplett den höchsten Herrn hin. Gurudev von Vaishnava. Und bitte, jetzt ist es deine Aufgabe, schütz mich aus dem Ozean der Miserie. Aber die meisten Leute sehen den Ozean der Miserie, die fühlen sich so wohl. Also zuerst das Gefühl muss einmal kommen. So Sadguru ist derjenige, der was die zuerst einmal untersucht, verstehen zu lernen. That's why speaking so scientific word. No sadhu in this universe. No sadhu in this universe speaking this way. No Ramanuja, no Shankaracharya, nobody. Madhacharya, also Srila Bhaktisiddhanta sagt, er ist so ein großer Wissenschaftler im spirituellen Gebiet. Große Acharyas, die können nicht solche Kommentare geben. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der spricht auf so eine Art und Weise, wo du wirklich schüchtern wärst. Und du denkst, oh, wirklich, ich habe so viel Schwäche noch und ich bin wirklich ein Abzocker. Das ist, warum die meisten mit Srila Bhaktisiddhanta nicht von ihm hören wollen. So wie zum Beispiel der Geist niemals den Namen von Ram hören will. Von Ram. So Prabhupada used to speak this way, a Sadguru never going to give mantra So
Prabhupada sagt, ein Sadguru, der gibt nicht jemandem das Mantra, aber zur gleichen Zeit kann er ein Sutra bleiben. Das ist auch von Sahajism. Tausende von Leuten haben Prabhupada gebittet. Most of them, they like to take shelter until lotus feet. Only they are going to take permission. They like to take some tea and, bitter leaf, pan. Also da waren Tausende von Leuten, die hat er auch nicht gesagt, oh, die wollen alle Einweihung von denen, aber ab und zu wollen sie halt nur ein bisschen Tee trinken und Kaffee und Zigaretten rauchen. Aber nachher hat Prabhupada gesagt, nicht einen einzigen braucht er von den, ich bin kein Guru, solche Schüler braucht er nicht, das ist Prabhupada. So, wenn du Prabhupada folgen willst, dann musst du Prabhupada vollkommen folgen. Und nicht verwende den Namen von Prabhupada und mache ein Geschäft draus aus dem Namen von Prabhupada und Bhaktivinoda Thakur. Schlussendlich wirst du dann verbrennt von Maya Devi. So bring die lieber selber um am Galgen, als wie alle anderen mitreich. So, für verstrickte Seelen ist kein Weg, für verstrickte Seelen ist kein Weg, nur Sadguru. Sadguru never speak, which is unusual, which is not there in Sautapantha. The symptom of Sadguru is that what is written in Sautapantha. Das Symptom von Sadguru ist das, dass er immer im Schrauterband ist, in der Linie, in dem Kanal von seinem Gurudev. Nicht, dass er irgendwas Neues anfängt. Mantra after seed, not mantra means seed. That seed, this heart is one kind of field in which you are going to get seed. Und nachher, wenn du den Samen kriegst, nachher kann der Same, das ist kannst du erwarten, dass der sprießen anfängt. Das ist kein toter Same, so wie ein totes Mantra. You have to hear Harikatha, do Harinam Sankirtan, hear Harikatha. You have to get the association Sadhguru Vaishnava. You have to do Harinam, all those nursing and you have to do. And put barrier or around. What is the barrier? Sadhu Vidhi Nishad, you know Vidhi Nishad? Vidhi Nishad, yes. Guru Padma used to speak this sloka. Satatos smartabha vishnum vismartabhyo na jatu uchit ete sarvo vidhi nishadaha surotarayo ivo kinkara. Guru Padma used to speak this sloka. Gurudev hat oft den Vers erwähnt, was er jetzt gesagt hat. Very nice sloka. Vidhi und Nishad. What is the instruction? What is the main instruction? What is the main instruction given by Sadguru? Also was ist What is the main instruction that Sadguru can give to you? Don't try to forget Krishna. Was ist das Hauptziel oder was Guru dir geben will? Das sagt zu dir, niemals vergiss Krishna. Immer erinnere dich an Krishna mit strikter Regulierung. Also erinnere dich immer an Krishna. Ganz egal, was du machst, immer denk an Krishna. Alle Zeit denkst du an Krishna. Wie kannst du Harikatha sprechen, wenn du nicht mit Vaikuntha Dham verbunden bist? Du kannst vielleicht ein bisschen Philosophie dir merken und dann über das auf dem Marktplatz sprechen, aber es ist nicht wirklich ein Harikatha. So, versuch nicht Krishna zu vergessen für eine Sekunde. Für eine Sekunde vergiss Krishna, dann in der Sekunde kann Maya kommen und deine Aufmerksamkeit zu ihr ziehen. Und somit begehst spirituellen Selbstmord. The rules, it is not proper for you to forget Krishna.
these two rules and regulation is controlling, getting control over all rules and regulation. I can take bath 3 times in a day, like Mahaprabhu. Okay, you are also Mahaprabhu. 3 times in a day, Mahaprabhu used to take. So I can follow this Vidhi. Vidhi and Nishad, na? So all rules and regulations there. But Mahaprabhu speaking, all you have to remember Krishna all the time. Never try to forget. The moment you forget, that is your doomsday. Yamaraj can come and, put you in big problem. Don't give any gapping. Also du hast das Wichtigste ist immer, du erinnerst dich immer an Krishna. Niemals vergiss Krishna. Alle Regeln und Regulierungen im Hari Bhakti Vilasa oder Bhakti Samrita Singha, das sind alle, um uns zu helfen, uns eben immer an Krishna zu erinnern. There this predominating factor. All Shastra, all Shastra, universal Shastra, all going to get control over this, these two factors. These two factors. You should remember Krishna. Also alles, die Essenz von den Schriften ist, dass du sollst dich immer an Krishna erinnern und du sollst Krishna niemals vergessen. Like Suratara Riva Kinkaraha, Suratara means heavenly trees, wish-healing trees. Suratara Riva Kinkaraha. Follow. So first of all, but the jeep should remember it. Then I can gradually, so many things I write for a long time. There's no time to discuss all this, still I can try. Understand? And then how it is possible that Sar Bhaktivinoda Thakur and some Guru Bhargava speaking and some other things speaking this way. I can give the example of sun rays. From sun ray, same photon from sun ray. Von den Sonnenstrahlen, da kommen die Photonen, Partikel. Same. How same photon gonna coming? But if I find all Sarunkoda all the same, there is no qualitatively almost same. Also die Photonen und die Partikel, das sind vielleicht alle das Gleiche in der Konsistenz, aber sie sind doch verschieden. Also Krishna ist Chit-Surya. Und all die Atome, die Seelen kommen von Krishna. So, du kannst dann sagen, Jivatma, das sind alle dasselbe. Das sind Chit-Amsa, also Teile von Krishna. Die haben die Qualität vielleicht die gleiche. Aber wenn du sagst, Ichha Gyan Karma, Ichha bedeutet Wünschen, Gyan, Wissen und Karma, Aktion. So wenn das alles dasselbe ist für die Seelen. Also wo der Same zuerst oder der Baum zuerst? Oder der Same zuerst oder der Baum, ja. Was war das Erste? Der Baum oder der Same? Wenn du sagst der Baum, woher kommt dann der Same? Und wenn du sagst der Same, woher kommt dann der Baum? So, woher kommt jetzt die materielle Welt? Oder woher kommen die Seelen? Das ist dasselbe. Die Logik kannst du auch anwenden. Jiva was saying, but all I can put in front of you, all documents, gradually. So now, excuse me, I will have to go to Kalna, Amrita Kalna.